Ich bin Priscilla. Ich bin Jonas. Herzlich willkommen bei Bucher Media. Oh nein, Logik. Ja, egal. Das ist mein Satz. Heute ist Freitag, das heißt, es gibt ein Recap-Video. Was ist ein Recap-Video? Also am Freitag wollen wir immer das vorherige Video kurz besprechen, auf Fragen und Kommentare eingehen. Schön. Danke für die Erklärung. Gerne. Ein Kunde hat uns bereits geschrieben und zwar hat er uns gefragt, warum macht ihr es auf Hochdeutsch und nicht auf Schweizerdeutsch? Und der Jonas, der hat eine Instagram-Umfrage gemacht, wie wir es machen sollen. Das Ergebnis fiel mega knapp aus und wir dachten auch, nee, das ist eine gute Idee, weil wir doch auch in Deutschland Kunden haben und die Medienbranche da ein bisschen größer ist. Aber, liebe Schweizer, wir können natürlich auch abwechslungsweise mal so sprechen. Das ist wirklich gar kein Problem und das Gute ist, ihr versteht auch Hochdeutsch. Genau. Ja, diese Umfrage war eigentlich für die Instagram Stories, aber ich denke jetzt bei YouTube machen wir es wirklich auf Hochdeutsch. Da kam noch ein Feedback von einem Kunden. Bei einem Termin hat ein Kunde auch befürchtet, dass uns ja dann bald die Themen ausgehen, wenn wir so regelmäßig Videos machen. Aber da machen wir uns eigentlich überhaupt keine Sorgen. Ich meine, solange wir in der Medienbranche tätig sind, gehen uns auch die Themen nicht aus. So ist es. Aber apropos Themen, jemand hat gefragt, worum es dann da überhaupt gehen wird auf unserem Kanal, was denn da überhaupt für Themen kommen. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wir freuen uns schon mega, dass die nächste Folge, die heißt Hauptsache anfangen oder sowas, oder? Aller Anfang ist gut. Aller Kommt Anfang am Montag. ist gut, ja. Und dann sprechen wir auch über Fehler. Dann gibt es zum Beispiel, eine meiner Lieblingsfolgen ist die, wo wir die Heldenreise abhandeln anhand einer Live-Show. Also ihr seht, wir nehmen euch praktischen Themen rein und zeigen, wie wir sie umgesetzt haben. Und manchmal ist es aber auch einfach so eine Ebene, wo Menschen, die nicht mal jetzt unbedingt mit der Medienbranche zu tun haben, sondern es einfach ermutigt sein wollen, im kreativ schaffenden Bereich einfach loszulegen. Oder zum Beispiel, auch Selbstdisziplin, Geld und Entspannung. Genau. Das ist ein Thema, wo wir einfach stundenlang drüber quatschen können, das kommt auch noch. Und das hat natürlich jetzt nichts konkret mit der Medienbranche zu tun, aber auch. Genau, das kann man Feedback-Kultur. Ja. Miteinander arbeiten. Ja, das werden so die Themen. Natürlich immer an einem Beispiel, anhand von Projekten von uns, die halt in der Medienbranche stattfinden. Ansonsten haben wir vor allem viele ermutigende Nachrichten erhalten, also im persönlichen Gespräch mit Freunden, Geschäftspartnern und Kunden, per WhatsApp, auf Instagram, Facebook und auch hier auf YouTube. Simon Josef Eckert hat geschrieben, nice, bin gespannt. Danke. Und zu Recht. Asaya09 hat geschrieben, so cool, weiter so. Danke dir, machen wir. Machen wir. Deshalb ist es so schön, wenn man ein ermutigendes Umfeld hat, weil es ist nämlich so, und Achtung, jetzt verraten wir euch ein Geheimnis. Egal wie selbstsicher, stark und eloquent jemand auftritt, der irgendetwas Neues wagt, es ist einfach etwas sicher zu 99% so, dass diese Menschen auch Selbstzweifel haben. Deswegen kann es einfach nie schaden, eine tolle Nachricht zu schreiben, ermutiger zu sein oder als Motivationscoach zu agieren. Und ja, da haben wir wirklich ein mega tolles Umfeld und wir haben uns auch selber irgendwie zur Aufgabe gemacht, dadurch, dass wir immer wieder neue Sachen anfangen, dass wir Menschen, die was anfangen, einfach ermutigen. Und so soll dieser YouTube-Kanal auch sein. Er soll für all die Kreativschaffenden da sein, die einfach Ermutigungen brauchen und ein bisschen Struktur, wie man die Dinge umsetzen kann. Aber es soll auf jeden Fall einen Aufwind oder wie sagt man, Fahrtwind geben. Ja, genau. Und beflügeln. Beflügeln, genau. Ich selber habe auf Grundlage von einem ermutigenden Gespräch damals meinen Job an den Nagel gehängt, nochmal beruflich ganz von vorne angefangen und meine Leidenschaft in der Medienbranche gefunden. Und jetzt wollen wir euch gerne ermutigen, den Abo-Button zu klicken. Los, traut euch, ihr schafft das. Und denkt dran, seid ein Motivationscoach und seid nett zueinander.